Was bist du? It looks like an internal organ. Maybe an animal tongue? Aha. Also wenn mich nicht irre, ist hier dann nichts mehr. Aber ich habe mir den Schlüssel gekrallt und hier ist hier die lustige Tür. Okay. The hole isn't large enough for a man. Not that I'd go anywhere near it. Even if it was. What burrowed out this tunnel? Das heißt, hier wurde der gute Mensch jetzt reingezogen von was auch immer. Nehme ich einfach mal an. Was bist du denn? Beef Jerky. Ich habe zweimal Beef Jerky. Not without aroma. Ja, was tut das? Braucht man nicht wissen. Wozu auch? So, ich habe einen Schlüssel erlangt und ich weiß nicht, was dieser Schlüssel tut. Aber ich habe einen Schlüssel erlangt. Das heißt, damit kann ich bestimmt irgendwo anders rein. Gut zu wissen. So, wenn ich mir jetzt irgendwie die Karte von dieser Mine im Kopf behalten hätte, wäre es auch schön. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da kommt und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Aha. Aber das mit dem Panikgesocks funktioniert genauso wie bei Amnesia. Wenn man was Böses anguckt, dann dreht der Charakter durch. Das ist gut, das kenne ich. Schön. Vorsichtig. Vorsichtig. So. Machen wir das mal. Das habe ich, Hallöchen. Das habe ich mal gelernt. Das sind, wenn Tiere ein neues Territorium betreten, dann suchen sich einen Anfangspunkt. Das wird hier in meinem Fall eben dieses Brett sein. Und gehen dann immer wieder zu diesem Punkt, zu irgendwie ein bisschen raus und zu diesem Punkt zurück. Und so merken sie sich dann eben diese ganze Strecke. Und jetzt werde ich erstmal ins Büro gehen. Das heißt, hier hoch und dann die nächste links. Und ich hoffe mal, ich treffe das Wesen, was hier drin haust, noch nicht allzu früh. Ich tippe darauf, es ist der große böse Wolf. Und der hat Hunger. Große böse Wölfe haben immer Hunger. Und ich nehme an, ich kann die Flasche schmeißen, damit Krach machen und dann ihn damit von mir weglegen. Aber erstmal auf ins Office. Ins Office. Licht, das ist schön, das mag ich gerne. Kann ich bei dir speichern? Nee, ne? Geh weg. Auch weg. Husch. Leer. Beef Jerky. Leer. Ich höre Geräusche. Backstrin, aha. Ist er drin? Sehe ich von dir, glaube ich, gar nicht, oder? Nö. Dann ist auch nicht wichtig, wenn man es nicht sehen kann. Ja, dich gucke ich auch noch an. A man, an old man, clutching something unseen. He is strange, and yet he is no stranger. Never seen before, still I know this man before me is Howard. I call him father. It was different, but the same, that time. Like I had more control, but over what? Okay, diese Funzeln sind echt gruselig. Und ich habe keine Ahnung, was die tun oder was noch... Hey, Batterien. Mit passieren wird. Mal kurz reingucken. Ja, ich sollte echt die Taschenlampe ab und an mal anmachen, glaube ich. So, hier war noch eine Truhe. Eine weitere Flare, das freut mich. Da angefangen. Du bist so ein Painkiller, wenn ich mich nicht irre. Genau. Alles leer. Beef Jerky. Ich habe keine Ahnung, was es tut und ich glaube, ich will es noch nicht rausfinden.
Verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Was? Schlüssel auf Truhe. Oh mein Gott! Was will ich denn tun? Ganz bestimmt nicht die scheiß Truhe aufmachen. Was würde das Sinn ergeben? Man könnte ja auch eventuell hier nochmal reingucken. Vielleicht ist hier auch der Schlüssel dafür drin. Der richtige. Oder da drin. Weil, nee, die habe ich ja schon aufgezogen. Okay, okay. Schlüssel. Notiz. Copenhagen Post, Monday, 7th August 1930. Psychotropic deposits at the bottom of Death Mine. Researchers at the University of Copenhagen have suggested that mind-altering chemicals naturally seen soon into the rock may be the cause of high suicide rates at the Greenland mine. The university, which has recently been conducting studies into isolated communities, first became interested in the workers of the northwestern landmine last year. They discovered that even taking into account Greenland's naturally high suicide rate, local figures for the last 100 years were abnormally high, at 46 deaths per 100,000 populace, compared to the national average of 29. On further investigation, experts diagnosed in many of the mine's symptoms in common with the earlier stages of paranoid schizophrenia. This has prompted researchers to hypothesize that natural deposits of lysergic acid, a pH 4 formula recently discovered to have hallucinogenic properties, may be present in the rocks. Few locals were conducive to interview, but those who agreed to speak had their own explanations. Inuit spirits, known as the Tourenguide, live in the mountains. The university is awaiting the result of chemical testing. Studies continue. Ja, das ist dieser schöne Twist von den Leuten, die jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen wollen und den anderen, die einfach sagen, irgendwelche Geister sind schuld. Bin ich mal gespannt, was da noch bei rauskommt. So. 15th August 1945. Oh, im Krieg. Nee, gerade nach dem Krieg meine ich. Command Bunker. Emergency Airstrip Zulu. Weekly Report. Another unremarkable week in Greenland. Regular supply shipment received, standard emergency drills carried out, routine runway maintenance completed. I have ordered maintenance be carried out twice weekly from here on in, due to increased snowfall. 1 wounded. The 1 wounded figure is no cause for concern back in London. If the Germans haven't extended their front line by 4,000 miles, 2 of my men were caught manufacturing the cherry bombs in our workshop armory and succeeded in blowing off a couple of fingers. I take partial responsibility for this, in that I allowed them to access the demolitions manual we keep in the storeroom, and I'm sure that's where they learned the ingredients. As a precautionary measure, I have now locked up the manual in the chest in my office, and will keep the key on my person all the time. Needless to say, both men have been disciplined, and the injured man has been sent home for medical care. I cannot help but think that a more suitable punishment would have been for him to stay out here, but the matter is out of my hands. This base is so disconnected sometimes. I feel as if this war could end, and we might not even hear about it out here. Supplies requisition order. Dynamite for excavation purposes. 7 bayonets, not necessary in my opinion, but procedure states we should have a full complement. 1 industrial ice pick for removing the damp ice that forms on external hatch. 1 pair of reading glasses, category 7C. An order for myself. My glasses are in rather a poor state of repair and could do with replacing. Reconditioning of the mine continues to progress. The structure is being forfeited from potential bomb damage, and excavation of previously cavaged in areas is going ahead. 1 point of curiosity is some kind of archaeological find, an artifact buried in the earth and discovered by one of the work teams.
Later this evening, after martial duty, I shall take a closer look at the artifact. It appears to be man-made, and may have working parts inside. I shall remove what looks like the front cover and see if I can discover the source of the light which is constantly emanated from it. Chief NCO M. Mayer. Ja, Kerl versucht hier noch ein bisschen Ordnung zu halten, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen geil drauf. Das geht nein, so. Da ist der Kleine. Pöpf. Du bist das Rezept. Big Book of Explosives. Hier drin steht auch, was ich brauche. Black match fuse. The black match fuse is one of the oldest, simplest and most reliable fuses used in modern pyrotechnics. It is easy to create, essentially consisting of just string and gunpowder, but be warned, the chemicals concerned will stain clothing, and as always, due concern is advised. Materials required: string, preferably cotton, black gunpowder, and backstrin. The string should be coated with a thin layer of backstrin, which acts as an adhesive. The string is then carefully rolled in the gunpowder and left to dry at least a couple of minutes before use. Chapter 2.1 Dynamite. Invented by Alfred Noble in 1899, dynamite is commonly used in construction, mining, and demolition. It has proved safer to handle than alternatives, such as pure nitroglycerin, provided, that is, it has been properly stored. Over time, the explosive component of dynamite, supposedly made safe by the presence of the diatomicous earth, has a tendency to weep, making an old box of explosive liable to detonate on contact. Materials required: 1 part of diatomicous earth, 3 parts of nitroglycerin. Es ist im Deutschen schon schwierig, im Englischen ist es echt die Hölle. And a small amount of sodium carbonate. Text unreadable, and then simply formed into short sticks and wrapped in paper. Yay, gute Anweisung. Jetzt TNT was first discovered in 1863 by German chemist Josef Wilbrandt, but it took some years before it yielded its true potential. This was because of the difficulty of making it explode and the lesser detonation in comparison to dynamite. The main advantage was discovered by the German Navy, who employed TNT's relative explosive stability in order to cause massive damage to British warships. Their torpedoes could be detonated inside a ship's armor rather than exploding in contact, as did other shells. Armstrong's mixture. Armstrong's mixture included in this book as more of a point of interest than as a viable chemical mix. The formula exists as somewhat of a legend in modern pyrotechnics reference, but there is knowledgeable enough to stay away from it as death mix. Its incredible volatility make it unsuitable for almost all potential applications. Materials required: red phosphorus and barium. This mixture can be carefully and slowly mixed to minimize risk to the chemist. Sulfur can substitute for some or all of the barium to slightly decrease sensitivity. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze dicke Liste mit ganz vielen möglichen verschiedenen Bomben, die wir zünden können. Yay! Bomben! Aber immer noch die Frage, wie kann ich in diesem Spiel speichern? Geht das irgendwie? So. Nee, eigentlich nicht, wa? Vielleicht mit diesem Ding? Ich weiß es nicht. Wäsche. Ja. Ich denke mal, ich gehe jetzt zurück zu meinem lustigen Schild. Und dann beende ich auch die Aufnahme fürs Erste. Oder ich gehe in den nächsten Raum, ich weiß es noch nicht. Ich gehe zu meinem Schild, habe ich gerade beschlossen. Was bist du denn? Flasche. Guck. Hallo, Wolfenstein. Schnuffi. Ich glaube, er möchte nicht. Nee, ich denke, er möchte nicht. So. Stell mich wieder hier hin, man kann nur einmal auf dem Map gucken. Also, da ist der Explosionsraum. Da muss ich garantiert rein. Und ich denke mal,
die Tür hier, wo ich jetzt gerade nicht drauf zeige, da ist zu. Da brauche ich den Schlüssel für, den ich da gefunden habe. Das wäre jetzt zumindest logisch. Das heißt, da kann ich dann nächstes Mal durch und dann hier Workshop, Explosives. Im Workshop kann ich, denke ich mal, alles durchmachen. Da es wird zu sein. Schnuffi, Schnauze. Ich mache jetzt eine Abrundmoderation. Und zwar wirklich, das, ich muss sagen, das Spiel macht Lust auf mehr, aber es ist auch anstrengend, weil es ist dunkel und atmosphärisch und viel mit Lesen. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter so machen werde. Oder dass ich wirklich jeden Text vorlese oder dass ich die Texte einfach alle überspringe. Ich finde das sehr schade, weil dieses Spiel baut sehr auf Geschichte auf und so mit dem ganzen Wissen drumherum finde ich das sehr gut. Es macht auch Laune. Und das ist auch dieser Part, das Lust auf mehr macht. Und da sage ich werde mal gucken, wenn es wirklich so viel ist, werde ich gucken, dass ich alles vielleicht mal ein bisschen abkürze. Aber vielleicht lasse ich es so, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Wir sehen es einfach in den nächsten Aufnahmen, wie es denn so läuft. Ich sage jetzt fürs Erste erstmal, mein Name ist Helligkeits. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann Daumen nach unten und lasst einen Kommentar da, warum denn nicht. Warum es denn nicht gefallen hat, was ich besser machen kann. Ich werde es versuchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Penumbra wieder. Bis dahin, tschüss.